Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute geht es um ein besonderes Thema. Pistolenlichter. Alles, was du über die bei uns verfügbaren Modelle wissen musst, das erfährst du in diesem Video. Ein Pistolenlicht ist eines der essentiellsten Upgrades für deine Waffe, weil du kannst auf nichts schießen, was du nicht klar identifizieren kannst. Und hier ist eben genau das Ding, dass es verschiedene Lichtmodule für unterschiedliche Anwendungszwecke gibt. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Wenn wir jetzt so mal die Basics von Laserlichtmodulen hernehmen, dann ist es so, dass es halt gewisse Maße gibt, wo man die miteinander vergleichen kann. Zum Beispiel Lumen, Candela. Lumen und Candela, ich werde da nicht besonders drauf eingehen, weil da gibt es schon sehr viel da draußen, was ihr nachlesen könnt. Ein wichtiges Maß ist vielleicht für euch die Candela-Anzahl, weil bei Candela, das ist sozusagen der Fokus, den eine Lampe bringt. Also je höher diese Anzahl, umso fokussierter ist der Lichtstrahl. Aber kommen wir zuerst mal dazu, hey, warum sollte ich mir überhaupt ein Licht auf die Pistole packen? Das eine Ding ist, was ich schon zu Eingangs erwähnt habe, du kannst nicht auf etwas schießen, was du nicht identifizieren kannst. Und das nächste, was du hast, ist, dass ein Pistolenlicht, es gibt keinen Vorteil, kein Licht zu haben, abgesehen von Gewicht und Baugröße. Und hier ist eben das Ding, dass du mit unterschiedlichen Lampen unterschiedliche Einsatzzwecke erfüllen kannst. Ich habe jetzt hier zwei Laserlichtmodule mitgebracht, also zwei reine Lichtmodule, die auch bei uns im Shop verfügbar sind, nämlich Surefire X300 Serie und Streamlight TLR7 Serie. Generell, wenn ihr euch so ein Setup aufbaut oder ihr überlegt euch, hey, ich möchte mir ein Lichtmodul für meine Pistole kaufen, dann würde ich zuallererst mal darüber nachdenken, hey, was möchte ich eigentlich damit machen? Beim X300 zum Beispiel, hier ist es ganz klar ein eher größeres Lichtmodul. Und größeres Lichtmodul, das heißt auch, dass das nicht so gut geeignet wäre dafür, um das zum Beispiel verdeckt zu tragen, weil du eben einen viel, viel größeren Baukörper hast. Auf der anderen Seite habe ich hier das Streamlight TLR7 Lichtmodul. Das ist ein sehr kompaktes Laserlichtmodul und ich montiere das jetzt hier mal auf einer Glock 19, damit ihr auch seht sozusagen die Kompaktheit, weil gerade wenn wir jetzt diese zwei Waffen uns mal im Vergleich anschauen, dann sehen wir, hey, das eine, das ist ganz klar eine Range-Pistole oder Duty-Pistole, die halt wirklich auf Größe ausgelegt ist. Hier ist nicht das Thema, dass ich das verdeckt tragen möchte. Das ist einfach zu groß, weil gerade beim verdeckten Tragen, wie zum Beispiel bei unserem Viking oder Guardian Holster, da ist es halt so, dass das eher nachteilig wäre, wenn ich hier eine super große Waffe habe und die irgendwie verdecken muss. Hier habe ich jetzt eine Glock 19 mit Streamlight TLR7. Ihr seht auch schon, das schließt sehr flush ab, also genauso die Mündung mit dem Lichtmodul. Und das ist richtig cool, wenn ich eben ein sehr kompaktes Lichtmodul an der Waffe haben möchte. Jo, gerade wenn es um Lichtmodule geht, ihr wisst bei Black Trident, wir bauen für alle Waffen mit allen möglichen Laserlichtmodulen Holster. Und wir wissen natürlich sehr viel um die Unterschiede, die es halt auch in der Bedienbarkeit gibt. Einer der markantesten Unterschiede zwischen diesen beiden Lichtmodulen und auch zwischen vielen Lichtmodulen, ist auch etwas, wenn ihr euch für ein Pistolenlicht entscheidet, schaut euch das auch auf jeden Fall an, ist nämlich, wie aktiviert man das Licht und welche Funktionen gibt es. Hier beim Streamlight TLR7 habe ich einen Tastschalter, das ist das TLR7A Flex. Hier ist nämlich auch so, dass die Schalter hier auf der Seite neben dem Abzugsbügel angeordnet sind und die Aktivierung des Lichts erfolgt so, dass ich kann dauerhaft aktivieren, indem ich kurz drauf drücke, oder ich kann auch nur momentary aktivieren, indem ich drauf bleibe, sozusagen für eine gewisse Zeit. Da ist auch schon einer der großen Unterschiede, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die X300 Serie anschaue, weil bei der ist es so, dass ich auch von hinten, ich kann einerseits auch dauerhaft aktivieren, hier mit diesem Toggle Switch, wie das heißt, oder ich kann eben hier hinten nur drauf drücken, um eben ganz kurz zu aktivieren. Die Besonderheit zwischen TLR7 und X300 ist, dass du hier eben, es gibt keine Mindestdauer, die sozusagen erfüllt werden muss. Du kannst wirklich mit deinem Daumen ein Stroboskop machen.
Thema Stroboskop, das ist zum Beispiel beim TLR7 über eine eigene Programmierung möglich. Also es gibt ja eine eigene Stroboskopfunktion. Hier ist auch nochmal der Unterschied eben jetzt zur X300-Serie. Wenn ich hier nur ganz kurz drauf bleibe, dann aktiviere ich es dauerhaft. Sondern ich muss wirklich eine gewisse Zeit drauf bleiben, dass es sozusagen auch nur momentary an ist. Jo. Also das Wichtigste nochmal zusammengefasst, wenn es um Laserlichtmodule und Pistolen geht. Überlegt euch wirklich, was möchte ich mit dieser Waffe machen und was möchte ich damit erreichen. Wenn ich eine Carry Gun habe, die ich täglich mit mir führe, dann werde ich mir eher ein kleineres Laserlichtmodul holen. Wenn ich aber sage, hey, ich möchte volle Power und ich habe keine Einschränkungen im Sinne von, wie groß darf meine Waffe sein, dann würde ich eher zu einem stärkeren und auch vielleicht auch mit einem größeren Körper ein Laserlichtmodul greifen, so wie hier das X300. Jo. Dann auch noch ein spannendes Ding, gerade zum Beispiel X300, ist, dass ihr solche Lichtmodule, die sehr kompakt sind, auch zum Beispiel wie hier jetzt auf eine Subgun packen könnt. Und hier dann eben auch mit Hinblick auf die Bedienbarkeit habt ihr dann hier eben auch die volle Funktionalität. Jo, das war soweit alles, was ihr über die bei uns verfügbaren Laserlichtmodule wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie super gerne hier unten in die Kommentare. Wir beantworten die euch gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Wolfgang von Black Trident.